Hallo Freunde, ich bin glücklich, euch wieder auf meinem Kanal zu begrüßen. Heute werde ich eine weitere Handelsstrategie zeigen. Außerdem möchte ich nur zur Erinnerung sagen, dass wenn ihr an meiner geschlossenen Gruppe mit Handelssignalen teilnehmen wollt, dann schreibt mir das Codewort Signale bei Telegram und ich werde euch hinzufügen. Der Link befindet sich in der Beschreibung des Videos. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Kommentare zu schreiben und Daumen nach oben zu geben. Fangen wir an! Heute werden wir mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handeln, auch mit Aufwärts- und Abwärtstrends sowie mit anderen Marktsituationen und Mustern auf dem Markt. Ich verwende einen Zeitrahmen von 15 Sekunden und analysiere so den Markt. Je nach Marktsituation eröffne ich Geschäfte zwischen 1 und 5 Minuten. Ich arbeite mit den Situationen, die ich am besten kenne und verstehe. Das ist das Wichtigste. Heute habe ich $121 auf dem Konto und ich plane diesen Betrag auf etwa 5.000 oder 6.000 Dollar zu erhöhen. Mal sehen aber, wie die Situation sich am Ende entwickelt. Sollte es mir gelingen, mein Ziel zu erreichen, werden wir am Ende einen Auszahlungsauftrag stellen. Schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Vielleicht gefällt euch auch diese Art des Handels und ihr könnt mit dieser Strategie auch Geld verdienen. Fangen wir also an und finden wir den ersten Einstiegspunkt. Hier unten haben wir ein Unterstützungsniveau. Wir können auch sehen, dass es nach dem ersten Erreichen des Niveaus einen Pullback nach oben gab und der Preis bewegte sich in der Zone der horizontalen Trendlinie. Und in diesem Moment gab es eine Trendwende und der Preis nähert sich wieder unserem Niveau. Hier schlage ich vor, einen Abwärtshandel mit einer Spanne von 3 Minuten zu eröffnen. Es ist wahrscheinlich, dass sich der Preis in naher Zukunft weiter in Richtung des Niveaus bewegen wird, denn wir sehen, dass sich der Preis in letzter Zeit hauptsächlich nach unten bewegt und die Preishöchststände werden immer niedriger. Das allgemeine Potenzial des Preises ist abwärts gerichtet. 3 Minuten nehme ich mir Zeit, um eine mögliche horizontale Trendlinie zu berücksichtigen, denn wie man sieht, bewegt sich der Kurs wellenförmig und es kann zu Pullbacks in die entgegengesetzte Richtung kommen. Unter Berücksichtigung all dieser Bewegungen nehmen wir uns Zeit mit Vorbehalt. Da es eine gute Volatilität auf dem Markt gibt, denke ich, dass diese Zeit ausreichen wird und der Preis Zeit haben wird, um sich weiter auf das Niveau zu bewegen. Wir werden versuchen, mit dieser Abwärtsbewegung Geld zu verdienen. Also beobachten wir den Preis und sehen, was hier in den nächsten 3 Minuten passieren wird. Also schön, wir sehen, schon bewegt sich der Preis weiter in Richtung des Niveaus und wir haben einen Gewinn gemacht. Wir haben es wirklich geschafft, einen Gewinn auf diese Abwärtsbewegung zu machen. Außerdem können wir sehen, dass es immer noch Raum bis zum Unterstützungsniveau gibt. Es gibt auch einen kleinen Pullback nach oben an diesem Punkt und in dieser Situation schlage ich vor, wieder einen Abwärtshandel für 3 Minuten zu eröffnen. Wenn der Kurs sich weiter auf das Niveau dieser Abwärtsbewegung bewegt, werden wir wieder versuchen, einen Gewinn zu erzielen. Warten wir also auf das Ende unseres Deals. Perfekt. Wie man sieht, setzte der Kurs seine Abwärtsbewegung fort. Auch dieses Niveau wurde durch gute, zuversichtliche rote Impulskerzen durchbrochen. Hier bekommen wir ein schönes, sicheres Plus. Es ist uns gelungen, 2 Geschäfte hintereinander zu prognostizieren. Der Preis hat ein wirklich großes Abwärtspotenzial. Wie man sieht, funktioniert die technische Analyse perfekt. Wie ich bereits sagte, arbeite ich nur an den Situationen, die ich am besten kenne und verstehe. Und natürlich bin ich im Laufe meiner Handelserfahrung schon oft solchen Situationen begegnet und in den meisten Fällen funktionieren sie natürlich auf die gleiche Weise. Und unsere Aufgabe ist es, diese Situationen rechtzeitig zu erkennen und ein Geschäft entsprechend der getroffenen Entscheidung zu eröffnen. Nun, Freunde, wir haben einen Gewinn aus den ersten 2 Geschäften gemacht und ich schlage vor, weiterzumachen und den nächsten Einstiegspunkt zu finden. Hier oben haben wir ein Widerstandsniveau. Wir können auch sehen, dass im Moment ein guter, starker Aufwärtstrend herrscht und der Kurs sich diesem Niveau nähert. Eröffnen wir einen Aufwärtshandel für 3 Minuten, da der Kurs hier auch ein ausgezeichnetes Aufwärtspotenzial hat. Es ist wahrscheinlicher, dass sich der Kurs in der nächsten Zeit weiter nach oben bewegen wird. Hoffentlich reichen auch in dieser Situation 3 Minuten aus, wobei eine mögliche horizontale Trendlinie oder ein möglicher Pullback berücksichtigt werden muss. Beobachten wir den Preis und sehen wir, was hier in naher Zukunft passiert. Nun Leute, es ist ziemlich gut. Wie ihr seht, setzte sich der Aufwärtstrend fort. Der Preis näherte sich dem Niveau und es gelang uns mit dieser Aufwärtsbewegung Geld zu verdienen. Und 3 Minuten war für uns völlig ausreichend. Auch diese Situationen laufen gut. Nun, bis jetzt läuft alles gut. Machen wir weiter und finden wir weitere funktionierende Situationen auf dem Markt.
Also, hier oben haben wir ein Widerstandsniveau. Wir können auch sehen, dass der Kurs nach dem Pullback umgedreht hat und sich unserem Niveau wieder nähert. Er beginnt bereits, es zu überschreiten. Ich schlage vor, hier sofort einen einminütigen Aufwärtshandel zu eröffnen, da der Kurs auch ein gutes Aufwärtspotenzial hat. Die großen Preistiefststände werden immer höher. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Niveau bald durchbrochen wird, da es sich um das dritte Erreichen dieses Niveaus innerhalb kurzer Zeit handelt. Es ist auch zu erkennen, dass es einen Fehlausbruch von dem Widerstandsniveau gegeben hat. Hier überschreitet der durch der roten Kerze dieses Niveau. Das heißt, der Kurs zeigt uns, dass er die Tendenz hat, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Mit dieser Aufwärtsbewegung werden wir jetzt versuchen, Geld zu verdienen. Warten wir also das Ergebnis ab. Nun, ganz gut, wenn man sieht, der Preis bewegt noch weiter nach oben und dieses Niveau wurde gebrochen. Hier haben wir einen Gewinn erzielt. Genau in diesem Moment wurde eine gute, sichere, impulsive grüne Kerze gebildet. In dieser Situation war eine Minute für uns auch völlig ausreichend. Jetzt werde ich den Kurs noch eine Weile beobachten und vielleicht eröffnen wir hier auch den nächsten Handel. So, hier können wir sehen, dass sich eine impulsive grüne Kerze gebildet hat. Es ist auch ein gewisses Fading zu erkennen. Der Kurs zieht wieder nach unten. Es bleibt nur der lange Docht der grünen Kerze übrig. In dieser Situation schlage ich vor, einen einminütigen Abwärtshandel zu eröffnen. Ich denke, dass der Kurs in naher Zukunft, nachdem er das Niveau durchbrochen hat, in die Korrekturzone eintreten wird und dass es einen Pullback auf die andere Seite geben wird. Und dies in den meisten Situationen der Fall ist. In der Regel reicht in solchen Situationen eine Minute völlig aus. Ich hoffe, dass wir dieses Mal fähig sein werden, an dieser abwärts gerichteten Korrekturbewegung zu arbeiten. Beobachten wir also den Preis. Toll, wie ihr sehen könnt, hat der Kurs die Korrekturzone erreicht. Es gab einen Pullback und wir haben einen Gewinn gemacht. Eine Minute war wieder genug Zeit. Diese Situationen funktionieren großartig. Wie man sieht, gelingt es uns, eine weitere Kursbewegung vorherzusagen. Und dabei hilft mir natürlich meine Handelserfahrung. Machen wir weiter und finden wir weitere funktionierende Situationen auf dem Markt. Auch hier können wir sehen, dass das Widerstandsniveau im Moment durchbrochen wurde. Gleichzeitig hat der Kurs gestoppt und es beginnen sich rote Kerzen zu bilden. In dieser Situation empfiehlt es sich ebenfalls, einen einminütigen Abwärtshandel zu eröffnen. Wie in den meisten Fällen tritt der Kurs nach dem Durchbruch des Impulsniveaus in die Korrekturzone ein und es kommt zu einem Pullback. Und also dieser Pullback ist auf die Gegenseite. Sicherlich wird in dieser Situation das Gleiche passieren. Wir werden versuchen, mit dieser Abwärtskorrekturbewegung Geld zu verdienen. Wie man sieht, erinnert uns diese Situation an unsere vorherige Situation. Dort haben wir ebenfalls an der Korrektur nach dem Durchbrechen des Widerstandsniveaus gearbeitet. Beobachten wir den Preis und sehen wir, was hier in naher Zukunft passieren wird. Prima, wie man sehen kann, hat der Kurs die Korrekturzone erreicht. Und es gab einen Pullback nach unten und hier sind wir wieder im Plus. Eine Minute hat für uns gereicht. Wie gesagt, solche Situationen zeigen in den meisten Fällen das gleiche Verhalten. Inzwischen habe ich bereits $3.931 auf dem Konto und ich schlage also vor, ein letztes Geschäft für heute zu eröffnen. Jetzt werden wir eine andere funktionierende Situation auf dem Markt finden und weitermachen. Also, hier haben wir ein Unterstützungsniveau. Wir können auch sehen, dass der Preis bereits dieses Niveau berührt hat und danach gab es ein Pullback nach oben. Und nach dem Pullback drehte der Kurs wieder nach unten. Auch die Preishöchststände werden immer niedriger. Das Gesamtpotenzial des Kurses sinkt. In dieser Situation schlage ich vor, einen Abwärtshandel mit einer Spanne für 5 Minuten zu eröffnen. Ich denke, dass der Preis in naher Zukunft umkehren und sich weiter auf dem Niveau bewegen wird. Ich hoffe, dass in dieser Situation diese Zeit ausreichen wird. Nun lassen wir den Preis beobachten und sehen, was hier in den nächsten 5 Minuten passieren wird. Nun Leute, gar nicht so schlecht. Wie man sieht, hat sich der Preis ein wenig verlangsamt. Aber dennoch, nach der Aufwärtsbewegung gab es eine Trendwende. Der Preis bewegt sich abwärts und mit dieser Abwärtsbewegung machen wir Geld. Und da ich mein Ziel heute erreicht habe, schlage ich vor, einen Auszahlungsauftrag zu stellen. Dazu öffnen wir hier den Punkt Finanzen, dann wähle ich die Option Auszahlung. Hier werde ich in der Spalte den Betrag eingeben, den ich abheben möchte. Ich werde einen Antrag in Höhe von $6.500 stellen. Auch gerade unten ist meine Kontonummer von WebMoney, aber ich werde natürlich die Nummer von meiner eigenen Sicherheit verbergen. Nachdem wir alle Felder ausgefüllt haben, drücken wir auf Fortfahren
So, wie ihr sehen könnt, wurde unser Auftrag erfolgreich übermittelt. Das bedeutet, dass er bald bearbeitet werden wird. Ihr könnt auch sehen, dass mein Konto bereits mit dem Betrag von $6.500 aufgeladen worden ist, und nachdem mein Auftrag in der Warteschlange bearbeitet wird, wird dieser Betrag auf mein Konto bei WebMoney überwiesen. In der Regel dauert das nicht länger als 3 Arbeitstage, aber in den meisten Fällen geht das alles natürlich viel schneller. Diese Plattform funktioniert perfekt und zahlt das Geld problemlos aus. Ich hatte noch nie irgendwelche Probleme damit, also ihr könnt sicher handeln und müsst euch keine Sorgen um euer Geld machen. Nun, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr nützliche Infos für euch selbst gelernt habt. Handelt und trainiert so viel, wie ihr könnt und sammelt eure eigenen Erfahrungen. Mit der Zeit werdet ihr dann definitiv lernen, wie man handelt, und werdet auch fähig sein, gutes Geld zu verdienen und abzuheben. Weitere Handelssignale und Handelsstrategien sind in meinem Telegram-Kanal zu finden. Schreibt mir das Codewort Signale bei Telegram und ich füge euch hinzu. Vielen Dank an alle für eure Aufmerksamkeit. Hier werde ich mich verabschieden. Abonniert den Kanal, gebt dem Video Daumen nach oben, habt einen guten Handel und mehr profitable Geschäfte. Bis bald!